Hallo mein Freund. Willkommen zurück bei Einfach Deutsch. Ich bin Thomas. Heute spreche ich über etwas sehr Wichtiges. Ich möchte dir zeigen, wie du mehr Deutsch sprichst, aber mit weniger Wörtern. Das klingt vielleicht seltsam, aber es ist wahr. Viele Deutschlerner denken, gutes Deutsch bedeutet schwierige Wörter. Sie denken, wenn ich kompliziert spreche, bin ich fortgeschritten. Aber das stimmt nicht. Muttersprachler, das sind Menschen, die Deutsch als Muttersprache haben. Sie sprechen einfach. Sie benutzen kurze Sätze. Sie wiederholen einfache Verben immer wieder. Sie versuchen nicht, klug zu klingen. Sie versuchen, klar zu klingen. Und Klarheit ist das echte Zeichen von Sprachbeherrschung. Heute zeige ich dir genau das. Du wirst lernen, wie einfache Verben dein Deutsch natürlicher und flüssiger machen. Du wirst verstehen, warum einfache Wörter dir mehr Sicherheit geben. Und du wirst sehen, einfaches Deutsch ist nicht schwach. Einfaches Deutsch ist stark. Aber bevor wir beginnen, möchte ich dich um einen kleinen Gefallen bitten. Wenn dir dieser Kanal gefällt, klick auf den Like-Button. Das hilft mir sehr. Und abonniere den Kanal Einfach Deutsch. So verpasst du keine neuen Videos. Okay? Lass uns beginnen. Viele Deutschlerner machen denselben Fehler. Sie denken, einfache Wörter sind nicht gut genug. Wenn ich einfach spreche, klingt mein Deutsch schwach. Das stimmt nicht. Das ist ein großes Missverständnis. Lass mich dir zeigen, was ich meine. Ein Lerner sagt, ich bin sehr erschöpft und ich benötige Ruhe. Ein Muttersprachler sagt, ich bin müde. Ich brauche eine Pause. Die Bedeutung ist gleich, aber der zweite Satz klingt echt. Er klingt menschlich. Er klingt flüssig. Noch ein Beispiel. Ein Lerner sagt, ich habe eine Entscheidung erreicht. Ein Muttersprachler sagt, ich habe eine Entscheidung getroffen. Oder ein Lerner sagt, ich bin mit großem Unbehagen konfrontiert. Ein Muttersprachler sagt, ich habe ein Problem. Siehst du, Muttersprachler mögen Einfachheit. Sie lieben Klarheit. Und genau das musst auch du lernen. Hier ist unser Plan für heute. Zuerst erkläre ich dir, warum Muttersprachler einfache Wörter lieben. Dann zeige ich dir die wichtigsten Verben. Das sind Verben wie machen, gehen, nehmen, bekommen und kommen. Diese Verben sind die Motoren der deutschen Alltagssprache. Dann gebe ich dir konkrete Beispiele. Ich zeige dir, wie Muttersprachler diese Verben in echten Situationen benutzen. Danach üben wir zusammen. Du lernst, wie du diese Verben selbst benutzen kannst. Am Ende gebe ich dir konkrete Tipps. Tipps, die du sofort im Alltag anwenden kannst. Das ist unser Weg heute. Einfach, klar, praktisch. Lass uns anfangen. Hier ist eine einfache Wahrheit. Muttersprachler benutzen eine kleine Anzahl von Wörtern. Aber sie benutzen diese Wörter sehr gut. Sie benutzen nicht viele Wörter schlecht. Sie benutzen wenige Wörter perfekt. Wenn du deutschen Gesprächen zuhörst, wirst du immer die gleichen Verben hören. Machen, gehen, nehmen, bekommen, kommen, geben, haben, tun. Diese Verben sind überall, aber viele Lerner ignorieren diese Verben. Sie denken, diese Verben sind zu einfach. Ich brauche schwierigere Verben. Das ist ein großer Fehler. Warum? Weil dein Gehirn einfache Wörter schneller verarbeitet. Wenn du schwierige Wörter benutzt,
denkt dein Gehirn zu lange. Du wirst langsam, du wirst nervös, du erstarrst, aber wenn du einfache Wörter benutzt, fließt dein Deutsch. Es ist natürlich, es ist selbstbewusst. Das ist das Geheimnis. Tiefe vor Breite. Nicht viele Wörter lernen, sondern wenige Wörter sehr gut lernen. Lass mich mit einem sehr wichtigen Verb beginnen. Machen. Das Verb machen ist eines der stärksten Verben im Deutschen. Es hat viele Bedeutungen. Muttersprachler benutzen es ständig. Du kannst sagen, ich mache das. Das bedeutet, ich tue das. Du kannst sagen, ich mache einen Fehler. Das bedeutet, ich begehe einen Fehler. Du kannst sagen, ich mache Lärm. Das bedeutet, ich bin laut. Du kannst sagen, ich mache einen Termin. Das bedeutet, ich vereinbare einen Termin. Du kannst sagen, ich mache Fortschritte. Das bedeutet, ich verbessere mich. Stell dir vor, ein Lerner sagt, ich habe einen Fehler begangen. Das ist grammatikalisch korrekt, aber es klingt formal. Es klingt schriftlich. Ein Muttersprachler sagt, ich habe einen Fehler gemacht. Das klingt natürlich. Das klingt wie echtes Deutsch. Noch ein Beispiel. Ein Lerner sagt, ich habe viel Lärm erzeugt. Ein Muttersprachler sagt, ich habe viel Lärm gemacht. Siehst du? Machen ist flexibel. Machen ist überall. Und machen ist natürlich. Deshalb ist machen so wichtig. Jetzt schauen wir uns das Verb gehen an. Gehen ist auch ein Kernverb. Du benutzt es jeden Tag. Du kannst sagen, ich gehe zur Arbeit. Du kannst sagen, ich gehe nach Hause. Du kannst sagen, ich gehe einkaufen. Aber warte, das ist nicht alles. Das Verb gehen hat viele andere Bedeutungen. Du kannst sagen, es geht mir gut. Das bedeutet, ich fühle mich gut. Du kannst sagen, das geht nicht. Das bedeutet, das ist nicht möglich. Du kannst sagen, es geht ums Lernen. Das bedeutet, das Thema ist Lernen. Und du kannst sagen, mir geht das Geld aus. Das bedeutet, ich habe bald kein Geld mehr. Stell dir vor, ein Lerner sagt, der Plan ist fehlgeschlagen. Das ist formal. Ein Muttersprachler sagt, der Plan ist schiefgegangen. Siehst du? Das Verb gehen ist überall. Es ist sehr flexibel. Und darum ist es so mächtig. Jetzt schauen wir uns das Verb nehmen an. Nehmen ist auch sehr wichtig. Es hat auch viele Bedeutungen. Du kannst sagen, ich nehme einen Kurs. Das bedeutet, ich melde mich für einen Kurs an. Du kannst sagen, ich nehme mir Zeit. Das bedeutet, ich schaffe Zeit für mich. Du kannst sagen, ich nehme Platz. Das bedeutet, ich setze mich hin. Du kannst sagen, ich übernehme Verantwortung. Das bedeutet, ich bin verantwortlich. Stell dir vor, ein Lerner sagt, ich werde mich für eine kurze Dauer ausruhen. Das ist zu lang, zu kompliziert. Ein Muttersprachler sagt, ich nehme mir eine kurze Pause. Oder ein Lerner sagt, ich werde es untersuchen. Ein Muttersprachler sagt, ich schaue mir das an. Siehst du? Nehmen ist einfach, es ist kraftvoll und es ist sehr deutsch. Jetzt das Verb bekommen. Bekommen
ist eines der meistbenutzten Verben im Deutschen. Du kannst sagen, ich bekomme einen Brief. Das bedeutet, ich erhalte einen Brief. Du kannst sagen, ich bekomme Angst. Das bedeutet, ich fange an, mich zu fürchten. Du kannst sagen, ich bekomme Hunger. Das bedeutet, ich werde hungrig. Du kannst sagen, ich bekomme Ärger. Das bedeutet, es gibt Probleme für mich. Stell dir vor, ein Lerner sagt, ich habe eine Nachricht erhalten. Das ist korrekt, aber nicht sehr natürlich. Ein Muttersprachler sagt, ich habe eine Nachricht bekommen. Oder ein Lerner sagt, ich wurde zornig. Ein Muttersprachler sagt eher, ich bin wütend geworden oder mir ist die Geduld gerissen. Mit bekommen kannst du auch sagen, ich habe Wut bekommen. Aber das ist seltener. Ein sehr natürliches Beispiel mit bekommen. Ein Lerner sagt, er bot mir die Stelle an. Ein Muttersprachler sagt, ich bekomme die Stelle oder ich habe die Stelle bekommen. Siehst du? Bekommen ist überall im echten Deutsch. Das letzte Kernverb ist kommen. Kommen hat auch viele Bedeutungen. Du kannst sagen, ich komme zurück. Das bedeutet, ich kehre zurück. Du kannst sagen, ich komme rein. Das bedeutet, ich betrete den Raum. Du kannst sagen, ich komme mit. Das bedeutet, ich gehe mit dir. Du kannst sagen, ich komme vorbei. Das bedeutet, ich besuche dich kurz. Stell dir vor, ein Lerner sagt, ich bin nach Hause zurückgekehrt. Das ist sehr formal. Ein Muttersprachler sagt, ich bin nach Hause gekommen. Das ist natürlich. Das ist einfach. Oder ein Lerner sagt, ich habe das Zimmer betreten. Ein Muttersprachler sagt, ich bin ins Zimmer gekommen. Das ist flüssiger. Das ist echter. Siehst du? Diese 5 Verben machen, gehen, nehmen, bekommen, kommen sind die Basis. Sie sind nicht schwach. Sie sind stark. Sie sind das Fundament des echten Deutschen. Jetzt frage ich dich, warum lieben Muttersprachler diese einfachen Verben? Die Antwort ist, weil dein Gehirn Einfachheit liebt. Wenn du einfache Wörter benutzt, arbeitet dein Gehirn schneller. Du musst nicht nachdenken. Die Wörter kommen automatisch. Wenn du schwierige Wörter benutzt, wird alles langsamer. Dein Gehirn muss suchen. Du wirst nervös. Du fragst dich, ist das richtige Wort? Ist das grammatikalisch korrekt? Und dann passiert das Schlimmste. Du erstarrst. Du sprichst nicht mehr. Du schweigst. Aber wenn du einfache Wörter kennst und liebst, sprichst du flüssig. Du klingst selbstbewusst. Und Selbstbewusstsein ist ansteckend. Menschen möchten mit dir sprechen. Sie verstehen dich. Sie mögen dich. Das ist die Kraft der Einfachheit. Jetzt möchte ich dir etwas sehr Wichtiges sagen. Viele Lerner denken, ich muss mehr Wörter lernen. Ich muss schwierigere Wörter lernen. Sie machen lange Listen. Sie memorieren seltene Wörter. Sie bereiten sich auf den Tag vor, an dem sie diese Wörter endlich benutzen können. Aber wenn sie dann sprechen müssen, können sie diese Wörter nicht verwenden. Warum? Weil ihr Gehirn unter Stress nicht auf schwierige Wörter zugreifen kann. Das ist eine Tatsache. Dein Gehirn bevorzugt unter Druck die einfachen Wörter, die du oft benutzt hast. Deshalb ist der bessere Weg. Lerne weniger Wörter, aber lerne sie sehr gut.
Lerne die Kernverben. Lerne alle ihre Bedeutungen. Lerne alle ihre Kombinationen. Zum Beispiel, lerne nicht nur machen. Lerne einen Fehler machen, eine Entscheidung treffen, Fortschritte machen, Lärm machen, sich Zeit nehmen, ein Geschäft machen, sich Sorgen machen. Das ist wahres Lernen. Das ist Meisterschaft. Jetzt zeige ich dir konkrete Beispiele. Falsch, gegen, richtig. Beispiel 1. Falsch. Ich bin sehr erschöpft und ich benötige Ruhe. Richtig. Ich bin müde. Ich brauche eine Pause. Der Unterschied? Der richtige Satz ist kurz. Er ist klar. Er ist menschlich. Beispiel 2. Falsch. Ich habe eine Entscheidung durch lange Überlegung getroffen. Richtig. Ich habe lange überlegt. Dann habe ich eine Entscheidung getroffen. Der Unterschied? Der richtige Satz besteht aus kurzen Sätzen, nicht aus langen Schachtelsätzen. Beispiel 3. Falsch. Der Film war ausgesprochen großartig und intellektuell stimulierend. Richtig. Der Film war wirklich gut. Er hat mir sehr gefallen. Der Unterschied? Der richtige Satz ist echt. Er klingt wie echtes Deutsch. Beispiel 4. Falsch. Ich werde den Zustand untersuchen. Richtig. Ich schaue mir das an. Der Unterschied? Der richtige Satz ist natürlich. Er ist alltäglich. Beispiel 5. Falsch. Ich habe eine schwierige Situation erlebt. Richtig. Ich hatte ein Problem. Es war nicht leicht. Der Unterschied? Der richtige Satz ist direkt. Er ist ehrlich. Siehst du das Muster? Muttersprachler benutzen kurze Sätze. Sie wiederholen einfache Wörter. Sie klingen nicht akademisch. Sie klingen menschlich. Jetzt möchte ich dir etwas sehr Wichtiges sagen. Viele Lerner denken, wenn ich ein Wort wiederhole, klingt das schlecht. Ich muss verschiedene Wörter benutzen. Das ist falsch. Muttersprachler wiederholen Wörter ständig. Das ist völlig natürlich. Stell dir vor, ein Lerner sagt, mir gefällt dieser Film. Ich genieße diesen Film. Ich bin entzückt von diesem Film. Das klingt unnatürlich. Das klingt, als würde der Lerner Wörter im Wörterbuch suchen. Ein Muttersprachler sagt, der Film ist gut, wirklich gut. Er hat mir sehr gefallen. Siehst du? Der Muttersprachler wiederholt. Gut. Das ist völlig natürlich. Das ist echt. Oder ein Lerner sagt, ich verstehe nicht. Ich kann das Konzept nicht begreifen. Dieses Thema ist mir unverständlich. Ein Muttersprachler sagt, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Einfach. Klar. Echt. Wiederholen ist nicht schwach. Wiederholen ist natürlich. Jetzt kommt etwas sehr Wichtiges. Viele Lerner sagen, ich bin nervös, wenn ich Deutsch spreche. Mein Herz schlägt schneller. Ich vergesse Wörter. Das ist normal. Das passiert jedem. Aber hier ist das Geheimnis. Einfachheit gibt dir Sicherheit. Wenn du weißt, dass du einfache Wörter sehr gut kennst, bist du selbstbewusst. Du brauchst keine Angst zu haben, dass du etwas vergisst. Du kennst deine Wörter. Du kennst deine Verben. Stell dir vor, du bist in einem Gespräch. Plötzlich brauchst du das Wort Fehlschlag. Aber du kennst dieses Wort nicht. Du wirst nervös. Aber wenn du das Verb gehen kennst, kannst du einfach sagen, das ist schief gegangen. Und schon fließt das Gespräch wieder. Das ist die Kraft der Einfachheit. Sie gibt dir ein Netz. Sie gibt dir eine Absicherung. Einfache Wörter sind wie gute Freunde. Du kannst dich immer auf sie verlassen. Jetzt bist du dran. Ich möchte, dass du mit mir übst. Denk an deinen gestrigen Tag. Was hast du gemacht? Verwende das Verb
machen. Ich habe gemacht. Jetzt warte ich. Sprich es laut. Du kannst es. Es ist einfach. Pause. 4 Sekunden. Gut. Jetzt denk an einen Ort, an dem du gestern warst. Verwende das Verb gehen. Ich bin gegangen. Sprich es laut. Pause. 4 Sekunden. Gut. Jetzt denk an etwas, das du nehmen wolltest. Verwende das Verb nehmen. Ich wollte nehmen. Sprich es laut. Pause 4 Sekunden. Sehr gut. Du machst das wirklich gut. Jetzt denk an etwas, das dir passiert ist. Ein Ereignis. Verwende das Verb bekommen. Ich habe bekommen. Sprich es laut. Pause 4 Sekunden. Wunderbar. Das ist schon sehr natürlich. Siehst du, diese Verben sind einfach. Sie sind überall. Und jetzt benutzt du sie schon. Jetzt möchte ich dir konkrete Tipps geben. Tipps, die du sofort verwenden kannst. Tipp 1. Ändere deine Gedanken. Viele Lerner denken, einfaches Deutsch ist nicht gut genug. Denk ab jetzt anders. Einfaches Deutsch ist stark. Einfaches Deutsch ist flüssig. Einfaches Deutsch ist fortgeschritten. Dieser Gedankenwechsel ändert alles. Tipp 2. Lerne Kombinationen, nicht nur einzelne Wörter. Wenn du das Verb machen lernst, lerne es mit Kombinationen. Einen Fehler machen, eine Entscheidung treffen, Fortschritte machen, Lärm machen, sich Sorgen machen. Nicht nur machen, sondern machen plus Nomen. Tipp 3. Wiederhole bewusst. Wenn du sprichst, wiederhole die Wörter, die du magst. Das ist nicht schwach. Das ist natürlich. Sag es 2-mal. Sag es 3-mal. Das ist echt. Tipp 4. Höre Muttersprachlern zu. Höre Podcasts, höre Videos, höre Musik, achte auf die Verben. Du wirst sehen, die gleichen Verben immer wieder. Machen, gehen, nehmen, bekommen, kommen. Merke dir, wie Muttersprachler diese Verben verwenden. Tipp 5. Sprich langsam und deutlich. Dein Ziel ist nicht Geschwindigkeit. Dein Ziel ist Klarheit. Sprich langsam. Sprich deutlich. Benutze einfache Wörter. Das ist viel mehr wert, als schnell und kompliziert zu sprechen. Lass mich dir eine sehr wichtige Wahrheit sagen. Viele Lerner denken, Sprachflüssigkeit bedeutet, schwierige Wörter zu kennen. Das ist falsch. Sprachflüssigkeit bedeutet, schnell sprechen können. Ohne nachzudenken. Ohne zu zögern. Und wie erreichst du das? Mit einfachen Wörtern. Mit Verben, die du 100-mal benutzt hast. Ein Professor kann schwierige Wörter kennen, aber er kann nervös werden, wenn er spontan sprechen muss. Ein Kind kennt nur einfache Wörter, aber es spricht flüssig. Es zögert nicht. Es denkt nicht nach. Was möchtest du sein? Ein nervöser Professor oder ein flüssig sprechendes Kind? Natürlich möchtest du flüssig sein. Und Flüssigkeit kommt von Einfachheit, nicht von Komplexität. Das ist die Wahrheit über deutsche Sprachbeherrschung. Lass mich kurz zusammenfassen. Das ist sehr wichtig. Punkt 1. Muttersprachler benutzen einfache Wörter. Sie benutzen wenige Wörter sehr gut. Punkt 2. Die Kernverben sind machen, gehen, nehmen, bekommen, kommen. Punkt 3. Diese Verben haben viele Bedeutungen. Lerne sie gründlich. Punkt 4. Einfaches Deutsch ist nicht schwach. Einfaches Deutsch ist stark. Punkt 5. Wiederholung ist natürlich, nicht unnatürlich. Punkt 6. Einfachheit gibt dir Sicherheit. Sicherheit gibt dir Selbstbewusstsein. Punkt 7. Selbstbewusstsein führt zu mehr Sprechen.
Mehr sprechen führt zu Flüssigkeit. Das ist der Kreislauf. Das ist der Weg. Wenn du jeden Tag ein bisschen mit einfachen Wörtern übst, wird dein Deutsch besser. Nicht nur grammatikalisch, sondern natürlicher, flüssiger und echter. Okay, mein Freund, das war heute viel Information, aber ich hoffe, es hat dir geholfen. Hier ist das Wichtigste. Du schaffst das. Du musst nicht perfekt sein. Du musst nicht alle Wörter kennen. Du musst nur einfach sprechen. Jeden Tag. Ein bisschen mehr, ein bisschen sicherer. Mit jedem Tag wirst du besser. Mit jeder Konversation wirst du flüssiger. Und eines Tages, vielleicht bald, wirst du bemerken, ich spreche Deutsch. Echtes Deutsch, richtiges Deutsch. Das ist dein Ziel. Das ist möglich. Jetzt habe ich noch eine Frage für dich. Welches dieser 5 Verben machen, gehen, nehmen, bekommen, kommen ist für dich am wichtigsten? Welches brauchst du am meisten? Schreib mir in die Kommentare. Erzähl mir deine Antwort. Erzähl mir auch, wie benutzt du eines dieser Verben in deinem Leben? Das interessiert mich wirklich. Und wenn dir dieses Video geholfen hat, wenn du verstanden hast, dass einfaches Deutsch nicht schwach ist, dann teile es mit deinen Freunden, mit deiner Familie, mit jedem, der Deutsch lernt. Das hilft mir sehr. Und es hilft auch anderen Lernern. Nächste Woche kommt ein neues Video. Es wird noch praktischer. Es wird noch hilfreicher. Bis dahin, bleib neugierig, bleib stark. Lerne jeden Tag ein bisschen Deutsch. Mit einfachen Wörtern. Mit Selbstbewusstsein. Mit Freude. Denk dran. Manchmal ist weniger mehr. Sprich einfach. Sprich klar. Sprich von Herz zu Herz. Das ist die wahre Kraft der deutschen Sprache. Ich bin Thomas von Einfach Deutsch. Danke, dass du heute mit mir gelernt hast. Auf Wiedersehen, mein Freund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.